Es ist Frühling. Die Luft ist erfüllt von einem zarten Duft. Die Bäume stehen in voller Blüte und überall leuchten sanfte Rosétöne in Sonnenlicht. Es ist ein Moment voller Leichtigkeit und Schönheit, der mich tief berührte. Ich hielt diese Eindrücke mit meiner Kamera fest, nahm sie in mir auf und trug sie mit ins Atelier. Dort angekommen, griff ich intuitiv zu Farben, das sind die Kreiden, in sanften Pastelltönen, den Farben, die mich unterwegs so inspiriert hatten. Es geht los. Komme mit mir auf diese Reise. Lehne dich zurück, entspanne und genieße diesen Film und lass dich natürlich inspirieren. Ich heiße Elena Büchel, du bist bei mir im Atelier. Ich male intuitiv, das heißt, ich weiß nie, wie mein fertiges Bild aussehen wird. Ich finde das sehr spannend, so unwissend anzufangen, zu spielen, zu experimentieren, mich von Farben zu inspirieren zu lassen. Durch Zufall entstehen meine Bilder und das ist das Wundervolle an dieser Technik, weil sie mich frei macht. Diese Freiheit teile ich gerne mit dir und möchte dich inspirieren, auch diese Technik auszuprobieren. Solange du mir zuschaust, möchte ich mit dir eine wichtige Erkenntnis teilen. Das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis meines Lebens. 30 Jahre lang habe ich gemalt. 30 Jahre voller Experimente, voller Suche, voller Sehnsucht nach Perfektion. Ich hatte ein klares Bild im Kopf jedes Mal, das perfekte Werk, die perfekte Form, den perfekten Ausdruck. Und ich habe alles versucht, um dorthin zu gelangen. Ich habe Wände bemalt, Skulpturen geformt, Leinwände gefüllt, aber es war nie genug, nie vollkommen. Nie das, wonach ich wirklich gesucht habe. Erst als ich die Perfektion losgelassen habe, begann sich etwas zu verändern. Erst als ich aufhörte, nach einem bestimmten Ergebnis zu streben und mich stattdessen dem Abenteuer des Entdeckens hingab, begann ich wirklich zu malen. Intuitiv, frei, ohne zu wissen, wohin der Pinsel mich führt. Und genau da, in diesem Moment des Loslassens, fand ich das, wonach ich all die Jahre gesucht hatte. Freude, Erfüllung, die Magie des Malens.
Letztendlich geht es um unsere Ängste. Sie sind die größten Hämmer, die größten Verhinderer. Die Angst, nicht genug zu liefern, die Angst, nicht genug zu können, die Angst, die Erwartungen der anderen nicht zu erfüllen, die Angst, die eigenen Erwartungen nicht zu erfüllen und dann enttäuscht zu sein. Vielleicht sogar die Angst von ausgelacht werden, nicht verstanden werden. Es sind die Ängste, die uns so sehr blockieren, dass wir manchmal vor einer leeren Leinwand sitzen und alles ist bereit und wir wollen anfangen, aber wir schaffen diesen Einstieg nicht, weil wir so gehemmt sind. Auf diesem Kanal teile ich mit dir meine Prozesse, damit du ermutigt wirst, das auch auszuprobieren, damit du in Leichtigkeit kommst. Diese Technik erfordert keine Vorkenntnisse. Du kannst sofort anfangen. Die einzige Voraussetzung ist, dass du dem Prozess vertraust und deine Erwartungen loslässt.
Wow, ich musste jetzt Pause machen. Ich bin noch nicht fertig. Das ist aber gerade so berührend gewesen, dass ich erstmal mich hinsetzen musste und mir einfach das Bild auf mich wirken lassen, drauf gucken. Und da kamen so viele Emotionen auf einmal hoch, dass mir sogar die Tränen kullerten. Und ich dachte, wow, was für Offenbarung. Immer wieder ist das eine Offenbarung, wenn wir intuitiv malen und unsere Seele beginnt zu sprechen, dann sehen wir Dinge, die wir normalerweise gar nicht fühlen, gar nicht wahrhaben, gar nicht begreifen. Und dann plötzlich ist es da und so ganz klar und präsent und ist laut und spricht zu einem. Und da kann man gar nicht wegschauen. Da ist man wirklich manchmal überwältigt und überrollt durch diese radikale Ehrlichkeit. Das ist radikale Ehrlichkeit, die hier stattfindet. Und das ist das Faszinierende dabei. Wow, ihr Lieben, das war eine Achterbahn der Gefühle. Ich bin jetzt fertig. Was ich hier noch zum Schluss gemalt habe, was mich total irritiert hat, war dieser Marienkäfer. Es war einfach nur ein Fleckchen da und dieses Fleckchen habe ich aus irgendeinem Grund da gelassen. Ich habe das nicht übermalt. Und erst zum Schluss ist da dieser Marienkäfer eingezogen. Und dann saß ich da und habe mir das angeguckt und habe gedacht, du störst mein ganzes Bild. Ich habe ja schon
eine Botschaft hier drin gesehen und plötzlich kommt er da rein. Und was mache ich dann? Ich male noch einen zweiten Marienkäfer. Der ist hier. Ich habe da keine Erklärung für. Möchte euch fragen, was ihr meint, was ihr seht, welche Botschaft hat dieser Käfer mitgebracht. Was ich aber hier jetzt so auf Anhieb sehe, ist ein sich liebendes Paar. Aber, da gibt es ein Aber. Entweder ist da eine Spannung drin oder die ist auf jeden Fall drin. Sie könnte auf ein Machtspiel hindeuten oder aber auch diese Brillen, die Brillen, die ich da gelassen habe, die können eine Art Filter darstellen, Filter, um nicht alles preiszugeben, keine 100%ige Nähe einzugehen, zuzulassen. Es ist auf jeden Fall einiges hier drin und ich, ja, mehr sage ich nicht dazu. Ich möchte euch fragen, was seht ihr, was fühlt ihr, welche Gedanken kommen auf, wenn ihr das Bild anschaut und was bedeuten die Marienkäfer, was bringen sie für eine Botschaft? Aha, was hier noch ist, das kam auch dann ziemlich zum Schluss, diese Figur mit der langen Nase, das ist wie so ein Pinocchio. Pinocchio steht für Lügen, je mehr Lügen, desto länger die Nase. Und Marienkäfer könnte das Gegenpol dazu darstellen, als Wahrheitsbringer, vielleicht aus Wunsch nach Offenheit, nach Wahrheit, nach Bedienungslosigkeit. Ja, ich weiß es nicht, aber vielleicht du. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf eure Kommentare, auf eure Gedanken. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine wundervolle Woche und verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke, dass du hier bist. Und zu meinem Creative Retreat. Ich habe nur noch die wenigen Plätze frei. 2 sind reserviert, 3 sind noch frei. Ich möchte dich auf etwas aufmerksam machen und Folgendes dir an die Hand geben, damit du darüber nachdenkst. Es ist nämlich so, all das, was ich dir auf diesem Kanal vermittle, was du dir in irgendwelchen Workshops oder auf YouTube in anderen Videos anschauen kannst, all das ist natürlich toll und bringt dich weiter. Aber das ist trotzdem irgendwo in deinen Alltag integriert und hat nicht den Stellenwert, den du brauchst, um dich wirklich damit auseinanderzusetzen. An einem anderen Ort, dort, wo ich dich hineinlade, diesmal in Griechenland, bist du weit weg von deinen To-Do-Listen, von deinen alltäglichen Besorgnissen, Problemen, all dem, was dich im Alltag Kraft kostet, Zeit kostet und Energie. Und dann beginnst du gar nicht zu malen oder aber du nimmst dir irgendwie da 1 oder 2 Stunden Zeit, aber das reicht nicht. Und während du dann malst, dann trotzdem kommen da die Gedanken auf, was du noch alles erledigen musst und dass du noch einkaufen fahren musst oder dass du noch die Wäsche anschmeißen musst oder im Urlaub in Griechenland, dort musst du dich um gar nichts kümmern. Du musst dir nicht überlegen, was du zum Essen bekommst. Das wird alles da sein. Das heißt, dass du nur noch eins machst. Du kümmerst dich, um deine Kreativität, du machst. Und ich bin an deiner Seite und wir gucken genau
den ganzen Prozess an. Wodurch gehst du, durch welche Phasen, Schaffensphasen und was passiert da in diesen Phasen? Wann kommen die Gedanken, was das für Gedanken sind? Wir werden genau dahinter schauen und alle Blockaden auflösen, so dass du für dich einen neuen Erlebnisweg einlegst. Und wenn du zu Hause bist, kannst diesen neuen Weg für dich nutzen, um in Flow zu sein. Und das ist also das Gute bei solchen Retreats, die ja einmalige Chancen sind, sich komplett auseinanderzusetzen mit diesem Prozess, mit der eigenen Kreativität und mit der Schöpfung. Sei also dabei, zögere nicht. Den Link setze ich dir in die Beschreibung des Videos und freue mich auf dich und darauf, dass wir uns kennenlernen können.